ein Deep Tech-Unternehmen, das Sicherheitstechnik aus der Luftfahrt ins autonome Fahren einbringt, und zwar Lake Fusion Technologies. Genauer gesagt geht es hier um die Umfeldwahrnehmung für selbstfahrende Fahrzeuge. Da werden unterschiedliche regelbasierte Algorithmen und die Fusion von Daten unterschiedlicher Sensorik zusammengeführt, um das zu ermöglichen. Das klingt kompliziert, scheint aber erfolgreich zu sein. Im People-Mover-Business geht man jetzt in Serie, man ist profitabel und man hat noch viel vor. Christian, ich übergebe einmal an dich. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Schönen guten Tag, Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen jetzt in den nächsten 3 Minuten die Lake Fusion Technology vorzustellen. Wie der Name schon sagt, Lake Fusion Technology, Lake Constance. Wir sitzen am Bodensee in Markdorf. Wir beschäftigen uns um Algorithmik, LIDAR-basierte Algorithmik, Fusion und die Technologie, dieses in eine Supply Chain unterzubringen. Our mission is piloting safe autonomous driving, und das hat einen Hintergrund, nämlich wir sind ein Gründerteam, gegründet 2018 aus der Firma Airbus damals und waren schon über die letzten 10 Jahre erfolgreich aktiv zum Thema sicherheitskritische Anwendungen für Pilotenassistenzsysteme. Das heißt, das Thema Zulassung, Safety ist uns mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Das ist Butter and Bread Business bei uns, und wir haben uns spezialisiert darauf, eben genau diese Technologie, diese Erfahrung von der Luftfahrt in den Automotive-Bereich zu transferieren. Die Stärken der Lake Fusion sind definitiv das Thema LIDAR. Wir haben selber ein LIDAR-System für den NR90 entwickelt, welches heute in verschiedenen Missionen im Einsatz ist. Sicherlich nicht für den Automotive-Bereich vorgesehen, aber dennoch ein hochtechnologisches Thema. Unsere Stärke, was wir heute auf den Markt bringen, ist das Thema Laser-Based Environmental Perception Solution. Das ist im Wesentlichen die Absicherung der Umfelderkennung für, ich möchte es mal sagen, bereits heute etablierte AI-Systeme, die letztendlich stark auf Performance konzentriert sind, während wir uns vornehmlich auf das Thema Safety konzentrieren. Wir haben ein Portfolio, beginnend von Referenzsystemen, von Consulting wir schreiben Spezifikationen für OEMs, LIDAR-Spezifikationen. Wir beraten, was Safety-Architekturen angeht. Wir liefern ganze Referenzsysteme zu Tier Ones, und wie Sie eben schon gehört haben, sind wir ganz stolz drauf, mit einem der renommiertesten Tier One jetzt auch in das People Mover Business einzusteigen, um dort letztendlich auch einer der ersten zu sein, die ein People Mover im Mischbetrieb, wir haben es heute Morgen im Vortrag gehört, in Holland in Betrieb zu nehmen. Was ist der Unterschied? Was ist die Herausforderung schlechthin? Ja, wenn wir heute Systeme sehen, die wir als sicher bezeichnen oder uns das Gefühl geben, dass sie sicher sind, dann sage ich immer so schön zur bildlichen Darstellung, das sind 10 große Regentropfen. Wir sprechen aber eigentlich von einer standardisierten Anforderung, die letztendlich Luftfahrt und Automotive nicht wirklich unterscheidet, von einer ganzen Badewanne voll. Das heißt, wir haben doch schon noch einige Dekaden zu erreichen, was die Fehlerwahrscheinlichkeit angeht. Wir kennen AD-Systeme, dass diese den ASIL-D von der funktionalen Sicherheit, aber eben auch die Anforderungen der Safety of Intended Function erfüllen muss. Und das Ganze geht halt nur, wenn ich über einen multimodalen Sensoransatz gehe, sprich eben auch die LIDAR-Technologie mit einnehme. Wir sichern dann dementsprechend bereits laufende Verfahren, die eben das Thema AI, Performance Perception darstellt. Wir sichern dieses in einem Parallelzweig mit einem sogenannten Safety Envelope ab. It's a little piece of software, sage ich immer so schön, welches mitläuft in Ihrem System und dann letztendlich auch gewährleistet, dass Sie am Ende des Tages auch die Zulassung für das Fahrzeug bekommen. Wie sowas aussieht, hier nun mal eine Inspiration in einem Video. Das ist die FreeSpace-Erkennung und die Lane-Erkennung. Of course, das Thema Objekterkennung ist natürlich auch drin. Dieses ist hauptsächlich eben LIDAR-basiert und auf regelbasierter Algorithmik, nicht künstliche Intelligenz, also nach mathematischen, hochintelligenten Formeln aufgebaut und dementsprechend viel auf Safety konzentriert und nicht unbedingt nur Performance in den Vordergrund stellt. Ich freue mich, dass ich Ihnen das kurz vorstellen durfte. Mein Name ist Christian Meyer, ich bin der Geschäftsführer der Lake Fusion Technologies. Die Lake Fusion Technologies ist, wie Sie eben schon gehört haben, jetzt stolz darauf, die Systeme oder ihre
Software Critical Features in Serie zu bringen. Wir sind dementsprechend auch hinreichend gut zertifiziert. Wir haben TISAX, wir haben ISO 9001 und wir haben natürlich ASPICE etabliert, all die Dinge, die Sie brauchen für den Automotive-Bereich. Besuchen Sie unsere Homepage, besuchen Sie uns hier am Stand, besuchen Sie uns über LinkedIn, schreiben Sie uns. Wir würden uns herzlich freuen, Ihnen mehr über die Lake Fusion zu erzählen und unsere Produkte eben auch für Ihre Anwendungsfälle anbieten zu dürfen. Vielen Dank.